Today's episode is located somewhere at the French border, in a massive bunker amid a military prohibited area. At sunset, we stole into this tremendous complex. Even after several hours in the underground, we hadn't seen everything. This place truly made its presence felt. It's still day 4 of our Urbex road trip. After we had spent several hours wandering around in a huge mine around noon, our friends from Luxembourg wanted to show us a bunker in France now. So we were heading underground again. We entered this immense facility through the munitions entrance. Immediately, we realized that nearly everything was painted black. The walls, the ceiling, the floor. This blackness swallowed the light of our flashlights. Was ist da? Das ist wie Ruß, wie ausgebrannt alles. Das ist überall an Decken, am Boden. Indeed, the soot layer is attributable to a huge fire. In 1998, the French army abandoned this bunker. Copper and scrap metal thieves used the situation and looted the whole site. Probably every cable was torched in addition to burn off the insulation. The soot layer covers the whole bunker. Entweder es ist geile Street Art inmitten von einem Bunker, wo gar nichts ist, oder es ist wahrscheinlich eher ein Spinnennetz, was eingerußt und verbrannt wurde. Aber es ist fest. Sieht richtig geil aus. Was steht hier? Keine Ahnung. ING. C. Achso. INCLNE. Ja, keine Ahnung. Nice. Next to this former guard room, there are several additional apparatuses and furnishings in the whole site from the time when this bunker was still active. We could experience history firsthand. Sort of. For example, you could still recognize the former briefing room really good. At least as impressive were the leftovers of the generators. It's possible to find diesel engines which were pretty modern back then. Hier, das hier? Ja. Ach, heiß. Ja. Das hier? Ist die Alarmsirene? Ja. Das wird bestimmt richtig schön Sound gemacht hier. Ja. In den. Ganz bestimmt. Wo ist die Alarmsirene? Hier. Ja, das hier. Direkt hier. Da hinten ist noch einer. Was? Mhm. Sieht aus wie Waffenschränke hier. Kann das sein? Oh, guck mal, wie viele Schichten diese Tür hat. Also hier ist ein Ausgang. Wie? Das ist ein Ausgang. Kann man da rausgucken? Na klar. Und es ist frische Luft. Frische Luft kannst du kurz schlafen. Geil. Behind a double door system, we accidentally found another access. What? The personal entry. Und hier gibt es schön frische Luft. Er ist schon dunkel draußen. Ja, es ist schön. Hier ist das. Ach nee, der hat sich verpeilt, okay. Wo sind wir? Irgendwo mitten auf der... Hier sind wir.
Ja, der spielt hier ein bisschen verrückt. Moment. As it turned out over the course of our exploration, there are some other entrances too, distributed in a tunnels stretching around 2.5 kilometers, as you can see on this map. So a huge march in a depth of maybe 30 meters was still lying ahead of us. This bunker is one of the largest artillery fortifications of the Maginot Line. This defensive system along the French border to Belgium, Luxembourg, Germany and Italy was built between 1930 and 1940 to fight off attacks from the bordering countries. This facility went active in 1935 and involves 9 combat blocks altogether with different kinds of guns. The garrison was composed of 782 soldiers, including 26 officers. Ich glaube, hier liegen noch überall die Filter. Ja, genau. Irgendwo ist auch ein Filter drauf. Da sind die Filter noch drin gebaut, die wollen nie benutzen. Ach so, Ja. Die sind wie neu. An orientation guide system at the walls is stretching for miles in the bunker. It's an aid to orientation, so you don't get lost in the tunnels full of nooks and crannies. Ey, hier stehen die Betten sogar noch wie neu da offen. Die Betten? Ja. Ach hier, boah krass. Hier auch. Wir hatten hier sogar ein kleines Tischchen dran. Ist ja süß. Der weiß überhaupt nicht, was abgeht. Der lebt jetzt schon seit 10 Jahren im Dunkeln. Und auf einmal kommt irgendwas, So Licht. hebt ihn hoch, 1000 Lichter drauf. Ja. Wo kommt der her jetzt? Wo hast du den hergeholt? Da hinten, da ist so so ein Abfluss, wo ganz klares Wasser läuft. Der war da drin, aber der wurde von der Strömung mitgezogen. Und willst du ihn jetzt wieder hier aussetzen? Oder befreien wir den? Oder tun wir den raus an die frische Luft? Of course, we brought the frog back to the fresh air, while we went deeper and deeper into the pitch black bunker. After a while, we found the kitchen area. Also gemischter Ofen 1, gemischter Ofen 2. Hier Ofen für Backware. Und dann hast du hier Fritteuse. Ja, Fritteuse, ne? Ja. Fritteuse Fourneau. 1, 2 und Fourneau ist eigentlich Heizofen. Ah, okay. Also Kamin sozusagen. Damit es hier warm ist. Weil es sonst bestimmt nicht warm war. Kann aber auch sein, dass die das so beschriftet haben, damit die Dunstabzug allgemein kann sein, muss also. Ja. The main hall of the bunker is traversed by railways. Wir setzen uns drauf, Genau. Die Alten sitzen, die Jungen schieben. Holy moly. Kommst dir vor wie Diana Jones, wa? Hier hast du den Schließzylinder. Ach so, die war vielleicht mal dicker, dass das so draußen noch eine Hülle drum war oder was? Das war ja bestimmt nicht so. Ja, ja, klar. Ja. Vielleicht liegt das sogar noch irgendwo. Da wird überall Schmierstoff immer nachgeschoben und das wird mit dem Druck durch die Hydraulikleitung gelegt, weil die so lang sind, Ja, ja. damit die nicht verstopfen. Aber wofür sind die Hydraulikleitungen gewesen? Wie bitte? Wofür waren die Hydraulikleitungen? Für die Türen, Über so eine lange Strecke. ja, überall, ja. Ach, damit du einen zentralen Schalt. Genau. Ah, okay. Ah, cool. Was ist das? Ein Taser, Taschenlampe. What the fuck, Alter.
This place saw only little action during World War II, but due to its size it was repaired and retained in service after the war. During the Cold War it found a new use as a military command center, first for NATO and later for the French army. In the 1980s, the French army modernized this artillery fortification and upgraded it to a hardened underground command post. During that process, both main entrances were completely rebuilt. Massive concrete walls were supposed to protect this site from a nearby nuclear blast. The barracks and the ammunition magazine were reconstructed to offices. Also wenn du wirklich am Verdursten bist, kannst du das trinken. Aber es ist richtig, richtig kalt wahrscheinlich. Ja. 3 Grad so um den Dreh. Ja. Und das sieht von außen aus wie eine Zelle? Sieht es von innen auch aus wie eine Zelle? Oder? Ja, es läuft. Sieht ziemlich aus wie eine Zelle. Finally we found the armored turrets, with the huge propulsion machineries and the small rooms for the gunners. Kannst du rausgucken? Ist alles zu, ne? Schade. Okay. Dann komm mal runter. Oh, es ist eng. Krass. Geschütz. Geil, ne? Heftig. Bisschen eng, aber geil. Ja, das Ding unten habe ich schon. Oh, hier hast du sogar Pedalen. Exhausted, we headed back, from the one end of the bunker to the other one. Altogether, every single one of us walked like 6 kilometers in this site, within 3.5 hours. So we spent over 8 hours of this day in the underground. Although we were rewarded with a memorable adventure, and that's worth something.